Na komm. 1. Korinther Kapitel 11 und Vers 4. Wir wollen uns erheben, merken, zum Wort des lebendigen Gottes. Ein jeglicher Mann, der betet oder weissagt und sein Haupt bedeckt, der schändet sein Haupt. Jede Frau aber, die betet oder weissagt mit unbedecktem Haupt, die schändet ihr Haupt. Denn es ist ein und dasselbe, als wäre sie geschoren. Will eine Frau sich also nicht bedecken, so lasse sie sich auch das Haar abschneiden. Wenn es aber für eine Frau schändlich ist, dass sie abgeschnittenes Haar habe oder geschoren sei, so bedecke sie das Haupt. Der Mann aber soll das Haupt nicht bedecken, weil er Gottes Bild und Ehre ist. Die Frau aber ist des Mannes Ehre. Denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Der Mann ist auch nicht geschaffen um der Frau willen, sondern die Frau um des Mannes willen. Darum soll die Frau eine Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen. Doch ist weder der Mann ohne die Frau, noch die Frau ohne den Mann in dem Herrn. Denn wie die Frau von dem Manne, so kommt auch der Mann durch die Frau. Aber alles von Gott. Richtet bei euch selbst. Ziemt es sich, dass eine Frau unbedeckt zu Gott betet? Oder lehrt euch nicht auch die Natur, dass es für einen Mann eine Unehre ist, wenn er langes Haar trägt? Für die Frau aber eine Ehre, wenn sie langes Haar hat. Denn das Haar ist ihr zur Decke gegeben. Meint aber jemand, streitsüchtig sein zu müssen, der wisse, dass wir solche Gewohnheit nicht haben, die Gemeinden Gottes auch nicht. Vater, danke für dein Wort. O Herr, es ist immer noch die Wahrheit, die frei macht. O Herr, die Welt verspricht Freiheit und bindet mehr und mehr. Aber o Vater, wenn der Sohn uns frei macht, sind wir wirklich frei. So, o Vater, zeige uns es heute Abend. Wirke, rede, zeige uns, o Herr, was du willst. Und o himmlischer Vater, dass wir werden erneuert, unsere Gesinnung nach dir und nicht, o Vater, in der Gesinnung der Welt. So Hilfe, wir brauchen dich. Fülle mich mit deinem Geist, damit ich deine Worte predigen kann und nicht meine. In Christi Namen. Amen. Kann man ruhig sitzen. Wir leben in der Zeit der Gleichberechtigung. Aber seitdem ich ein Kind war, war es mir immer sehr kurios. Alle sind gleich und so soll gleich behandelt werden. Frauenpower, Black Power und so weiter. Das war immer okay. Aber Männerpower, White Power, war falsch. Habe ich nie verstanden. Gab es einen Politiker, die Street oder sowas in Washington, und er hat gesagt, wähle schwarz. Der war schwarz. Und dann der Bürgermeister, Frank Rizzo, sagte, wähle weiß. Und er war Rassist. Das habe ich nicht verstanden. Ja? Ich konnte das nicht verstehen. Und kann mich noch erinnern, es ging zu der Armeezeit. Wir hatten mal Gleichberechtigung und Bürgerrechte. Das war unsere Kunde. Ja? Weißt du, das war wichtiger, als in den Krieg zu ziehen. Ja?
Wir können einen Alarm haben, denn die bösen Ostdeutschen, die wurden uns überfallen. Ja, und? Nein, ihr geht nicht zum Alarm, ihr geht zur Gleichberechtigung. Und so, da hat der Mann diesen jenes erzählt. Und du kannst mal was sagen, ich habe mal gesagt, 18 Jahre alt, war sehr unerfahren, ein Tor in dem Sinne. Lernte ich viel die Woche. Und ich habe gesagt, das ist alles Quatsch, was du erzählst. Was? Du glaubst nicht, dass alle dürfen ihre Meinung erzählen. Oh doch, 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 doch. Ich habe das immer als ein Problem gesehen. Damals in Philadelphia wollte der Ku Klux Klan protestieren. Und oh, die sind dagegen. Es wäre wie hier Prediger oder die Rechten. Weißt du, wenn die jetzt protestieren wollten und da gibt es mehr von den anderen und die blockieren das. Das bedeutet nicht, dass du ihre Gesinnung sein musst, aber wenn jemand das Recht hat zu demonstrieren, hat nicht das andere? War das nicht hier beim Menschenverstand? Was dem einen recht ist, ist dem anderen. War das nicht unter den Nationalsozialisten? Die anderen durften nicht protestieren? Und ich sagte das und ich sagte auch, weißt du, da haben die Nazis, es kann sein, dass Philadelphia, es ist egal, einer war in Philadelphia, einer war in North Carolina. Weißt du, ja, wo warst du 1979? Ja, so, weißt du, ob du dich erinnern kannst, was da war, welche wo war, ja, und so, eine in der andere, und die Jewish Defense League haben gegen die Nazis, natürlich, du weißt, wer gegen die Ku Klux Klan ist, und du weißt auch, gegen wer die Nazis ist. Ich habe gesagt, warum dürfen die eine Seite protestieren und die andere nicht? Wir müssen Pause machen. Und er hat wirklich probiert zu sagen, dass nur ein weißer Mann ein Rassist sein konnte. Weil die sind in der Macht. Da hat irgendwie, das sind so Rassisten, das sind so und so viele, weißt du, hier Definitionen. Und da unten war ein weißer Mann und die waren alle in der Politik, an der Macht und nur die könnten Rassisten sein. Und da ging es hin und her. Da kam der nächste rein und sagte, das was er erzählt ist Quatsch. Können alle Rassisten, weiß und schwarz, und der Mann hat recht. Und dann wir hatten mal ein bisschen diskutiert, man muss nicht eins sein. Und dann, es kam, wo ist der was hier? Ja, wie Male Chauvinist Pig. Der Chauvinist. Und alle guckten auf mich. Was denkst du von Frauen bei der Armee? Da waren Frauen da, sagt, die gehören nicht dazu. Oh, dann, ich dachte, das war beim Frauenfußball. Oder bei Curling. Ich spiele Curling auf Arbeit, ob das verboten ist oder nicht. Ich nehme meine Wagen und probiere die boom zu schieben auf der Wagen. Habe ich mal die Woche geschafft, ne? 2-mal hintereinander. Ja, das ist so Curling. Aber ich mache nicht. Das ist so cool, Curling. Wie das geht, ich muss mal Matt Patton fragen, ne? Aber ich finde das so cool. Das ist Frauensport, noch mit Besen. Ja, oder? Ja. Und, naja, oder Armeesport, das machst du bei der Armee. Viel mit dem Besen in der Hand, oder? Irgendwie, wie ich verstanden habe, die schälen Kartoffeln nicht mehr bei der Armee. Oh, was für eine Armee. Die haben Rechte bei der Armee. Das ist unglaublich. Wo waren wir? Wir waren bei dem Male Chauvinist Pig. Und die haben alle geguckt und ich sagte, die gehören nicht zur Armee. Oh, und du hörst mal dort hin. Warte mal. Begründen Sie Ihre Meinung. Sag mal, die Bibel sagt, dass sie sollen häuslich sein.
Und dann die eine hinten. Was ist das in der Bibel? Ich habe mein Neues Testament rausgenommen. Und der Schwarze, der sagt mir, er hat das Buch. Er hat das Buch. Er hat das Buch. Jetzt geht's los. Das Buch. Ah, das war interessant. Wirklich interessant. Aber ich war der böse Bub. Und ich habe es nie verstanden. Ich dachte wirklich, wie ich sagte, was in einem recht ist, war der anderen billig. Aber ehrlich gesagt, es ist nicht so in unserer gleichberechtigten Gesellschaft. Es gibt Männerarbeit, aber nicht Frauenarbeit. Was denken die Frauen bei dem Frauensport mit dem Besen? Was bin ich? Aber hier ist was Schweres, das ist Männerarbeit. Das ist was anderes. Ich schäme mich, wenn eine Frau was Schweres trägt und ich nicht. Aber Frauenarbeit ist auf dem Chefsessel. Und nicht Chefin. Und heute Abend schauen wir was an. Männer und Frauen. Sie sind nicht gleich. Ich meine, ehrlich gesagt, wenn du nicht blind bist. Deswegen gibt es vielleicht so viele komische Vögel, die denken, die sind alle gleich. Aber Vögeln, Verzeihung. Vögeln sind nicht schwul. Die denken niemals im Leben, oh ja, das hier Horst, ja, der schwule Vogel, der fliegt zu seinem Horst. Nee, das gibt's nicht. Nee. Das gibt's nicht. Männer und Frauen, die sind nicht gleich. Sie sind auch nicht voneinander unabhängig. Die sind voneinander abhängig. Und das wollen wir schauen. Das erste geht über Beten und Weissagen. Vers Nummer 17. Ist es 17? Nein, 7. Ich habe mal 1, 7 zu 4. Der Mann aber soll das Haupt nicht bedecken, weil er Gottes Bild und Ehre ist. Was mache ich hier überhaupt? Vers Nummer 4 schauen wir. Ein jeglicher Mann, der betet oder weissagt und sein Haupt bedeckt, oder der schändet sein Haupt. Jede Frau, die betet oder weissagt mit unbedecktem Haupt, die schändet ihr Haupt. Und es ist eines und dasselbe, als wäre sie geschoren. So. Aha. Das ist eigentlich der Prediger geht für nächste Woche. Bevor wir das definieren, was ist Beten, was ist Weissagen, wo fand alles statt? Vers 17. Wo fand es statt? Weil eigentlich das ist nächste Woche, wir schauen das an. Indem ich aber dies befehle, kann ich nicht loben, dass ihr nicht zum Besseren sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Denn zum Ersten, wenn ihr zusammenkommt in der Gemeinde, wo findet das jetzt statt? Ja, genau, in der Gemeinde. So, beten. Muss man das definieren, oder? Nee, oder? Was beten ist? Weiß irgendjemand nicht, was beten ist? Okay, das ist gut. Nun, zweitens, wo sind wir? Wer darf beten? Ja, was haben wir gelesen? Wer darf beten? Alle. Ja, gut, okay. Das ist leicht, oder? Das ist was Schweres jetzt. Was ist Weissagen? Ezekiel 37,
Vers 4, Vers 7. Ich meine, du kannst mal das so gucken hier, dieses von Weissagen. Der sprach zu mir, Weissagen vor diesen Gebeinen und sprich zu ihnen, ihr verdorrten Gebeine. Höret des Herrn Wort. Und ehrlich gesagt, das ist manchmal interessant, darüber geht es nicht. Weißt du, Gebeine wäre schlimm genug, dass du weissagst zu dem. Manchmal denke ich, dass ich tue das Gleiche. Aber die sind nicht nur Gebeine, sondern die sind verdorrt. Das ist so wie eine tote Leichname. Ja, die waren alle toten Leichname. Natürlich, aber weißt du, das bedeutet, die waren ganz schön tot. Und die waren ganz schön verdorrt. Es ist so, falls die Gebeine leben könnten, ob die dann wieder was werden. Und ich weiß, sagte, wie mir befohlen war, und siehe Vers 7, da rauschte es. Als ich weiß, sagte, und siehe, es regte sich. Und die Gebeine kamen wieder zusammen. Ein jegliches zu seinem Gebein. Ja? Was macht Hesekiel? Er predigt. Was ist Weissagen? Predigen. Gut. Okay. Offenbarung 19, Vers 10. Ich fiel vor seinen Füßen nieder, ihn anzubeten. Er sprach zu mir, siehe zu, tu es nicht. Ich bin dein und deiner Brüder Mitknecht, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an, denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Was ist der Geist der Weissagung? Zeugnis Jesu. Wenn jemand ein Zeugnis von dem Herrn Jesus Christus ablegt, was tut er? Weissagen. Ja? So, was ist Weissagen? Predigen. Was ist Weissagen? Ein Zeugnis geben. Ja? Wort von dem Herrn. Nun, hier ist das ganz Interessante. Ich muss mal ehrlich sagen, ich habe das nicht so richtig verstanden. Das ist so, naja, mindestens 20 Jahre, nachdem ich das erste Mal gelesen habe. Nee, 20, vielleicht 10 Jahren oder so ungefähr. Immer ein 1. Samuel 19, 20 und 21. Da sandte Saul Boten, dass sie David holten. Und sie sahen den Chor der Propheten weissagen. Samuel war ihr Vorsteher. Da kam der Geist Gottes auf die Boten Sauls, dass auch sie weissagten. Da das Saul wurde angesagt, sandte er andere Boten, die weissagten auch. Da sandte er die dritten Boten, die weissagten auch. Nun, dass ein Prophet weissagt, was ist das, was wir denken, was er macht? Dass er predigt. Leute, ich las das und sage mal, die predigen alle. Und dann kommen diese Leute und die predigen mit. Das verstehe ich nicht. Überhaupt nicht. Und es geht noch interessanter. Vers 23. Und er ging dahin, gegen Najot in Rama, und der Geist Gottes kam auch auf ihn, und er ging einher und weissagte, bis er kam gegen Najot in Rama. Und er zog auch seine Kleider aus und weissagte auch vor Samuel und fiel bloß nieder den ganzen Tag und die ganze Nacht. Daher spricht man es Saul auch unter den Propheten. Was macht denn der überhaupt? Er weissagt. Ja. Nun, vielleicht ist der erste dämonenbesessene Weissager in der Gemeinde. Aber nicht der letzte. Was war so? Haben wir den Teufel besessen?
Was macht er überhaupt? Naja. 1. Chronik 25. Sagt uns, was er macht. Siehst du? David sagt der Feldhauptleuten, sondern Ämter die Söhne Asafs, Hemans und Jeduthuns, die weissagten mit Harfen, Psaltern und Zimbeln. Sie wurden gezählt zum Werk nach ihrem Amt. Unter den Söhnen Asafs waren Sakur, Josef, Netanja, Asarela, Söhne Asaf, unter Asaf, der da weissagte nach Anweisung des Königs. Vers 3 auch, lesen wir auch. Und von Jeduthun, die Söhne Jeduthuns waren Gedalia, Sori, 1. Chronik 25, Jesaja, Hasabia, Matithia, Simei, die 6 unter ihrem Vater Jeduthun, mit Harfen, der da weissagten zu danken und zu loben den Herrn. Ja, es ist ziemlich eindeutig, was die hier machten. Sie weissagten. Was taten die? Ja, sie sangen und spielten Instrumenten. Nun, so, jetzt ist Samuel der Vorsteher von dem was der Propheten? Der Propheten. Und die Propheten weissagten dort. Und die Diener Sauls kommen und weissagten. Und dann kam Saul und weissagte. Und dann, wer weiß, ich muss mal nicht sagen, du bist, hey, du hast Männerunterwäsche an. Weißt du? Boxers, die gehen bis hier. Oder sagen wir, die gehen nur hier. Und du hast bloß ein T-Shirt an, ein Ephod. Du bist nackt vor Gott. Ist das nicht, was David hat? Und die Frau sagt, du bist nackt. Es kann sein, dass der war in sein Geburtstagsanzug. Der war vom Teufel besessen. Was tat er mit denen? Was haben die Propheten dort gemacht bei Samuel? Die haben gesungen. So, was ist denn Weissagen auch? Singen und spielen. Ja? Und so. Was ist Weissagen? Prediger? Okay. Laut 1. Timotheus 2 dürfen Frauen das Zeugnis geben. So, nun, dürfen Frauen das? Ja, es gibt aber eine Bedingung. Singen und spielen. Ja. Okay. Also, da hast du mal was. Philippus hat 4 Töchter, die waren was? Jungfrauen. Und sie weissagten. Sie sangen, spielten vielleicht, höchstwahrscheinlich, und sie sagten alle anderen von dem Herrn Jesus Christus. Ja? Nun. Gut. Männer gehen wir zuerst. Ja? Und sie waren in den Übertretungen. Bewusst. Darf er beten und weissagen? 1. Korinther Kapitel 11, Vers 5. Wieder zurück, ich lese das noch einmal. Ein jeglicher Mann, der betet oder weissagt und sein Haupt bedeckt, der schändet sein Haupt. No. Darf er beten und weissagen? Ja. Darf er. Mal schauen. Nun, mit seinem Haupt bedeckt, bevor ich da hinkomme, der schändet sein Haupt. Wer ist sein Haupt?
Christus. Haben wir das schon gehabt? Gut. Ist mein Haupt jetzt bedeckt? Nein. Bist du sicher? Ja, das ist, wenn du hast mal die neue Auslegung. Ja? Das ist wirklich, wenn du eine neue Auslegung hast, dann musst du mal wirklich, ehrlich gesagt, weißt du musst mal ja, David, Michael und Jesse Haarschnitt bekommen. Ja, und das ist nur Spaß. Ist mein Haupt jetzt bedeckt? Ja. Ja. Warum ist es immer in unserer Zivilisation, die westliche Zivilisation, immer falsch, dass ein Mann in der Gemeinde und in einem Gebäude einen Hut trägt? Das ist, wo es herkommt. Ja? Warum soll er sein Haupt nicht bedecken? Vers Nummer 7. Der Mann aber soll das Haupt nicht bedecken, weil er, was ist? Gottes Bild und Ehre ist, die Frau aber ist des Mannes Ehre. Wir sind nicht bei den Frauen, aber merkst du, dass bei Gott gibt es Unterschiede? Okay, nur, dass man das so nebenbei, weißt du, nur das nebenbei, weil die Frauen, die sind gleich dran. Ja? Ich mache das aber nicht schnell, dass ich zu denen schnell hingehe. Ja? Warum soll er sein Haupt nicht bedecken? Ist Gottes Bild und Ehre. Deshalb, ja? Vers Nummer 9. Der Mann ist auch nicht geschaffen um der Frau willen, sondern die Frau um des Mannes willen. Für wen ist denn der Mann geschaffen worden? Ja, für Gott. Ja? Vers 14. Oder lehrt euch nicht auch die Natur, dass es für einen Mann eine Unehre ist, wenn er langes Haar trägt. Nun, was ist es, wenn ein Mann langes Haar trägt? Das ist eine Unehre. Ja? Was belehrt die Natur? Da haben wir den menschlichen Verstand. Hey, das ist nicht richtig. Eine hier sagte mir, hey du, hast du mal eine Welle gehabt oder hast du mal, muss mal ein New Look? Oh, nur ein New Look. Sag, ja, wenigstens siehst du jetzt wie ein Mann aus. Sahst du nicht vorher wie ein Mann aus? Nee, mit deinem langen Haar nicht. Er geht jetzt, weißt du, wenn ich meine, ein Fahrer auf Arbeit, er geht zum, hier, Barbier jetzt. Ja, weißt du, wen ich meine? Naja, es ist egal, du weißt genau. Ja, und dann gab es hier meine gute Kumpel, Tonto. Ja. Und einmal kam er ohne Haare. Ich habe ihn lange nicht gesehen. Und ich habe ihn dann am Freitag gesehen. Ich sag mal, hey du Indianermörder! Sag, Tonto, ich dachte, du lebst nicht mehr. Was machst denn du? Ja? Und dann hier die Claudia, aber einmal sagt, merkst du das? Ich sage, ja, ich habe ein bisschen erklärt, weil wo er mich gesehen hat, war er böse. Und dann sieht dich und er ist so froh. Ich sage, ja, wir sind alte Kumpel. Und höchstwahrscheinlich war er sagen, oh nee, eine Frau. So, ich muss die schwere Sachen im Auto heben. Aber er hat seine Haar verkauft für irgendjemanden. Ein Kumpel zu helfen, irgendwie. Der hat so langes Haar, hat die abgeschnitten. Ich habe gesagt, Mensch, ich kenne, was hast du gemacht? Da hast du gesagt, nein, gute Sache, jetzt siehst du aus wie ein Mann. Sah ich vorher wie ein Mann aus? Nein! Weißt du, wie stumm die sind nachher? Hey,
was, okay? Hey, glaube nicht alles, was du hörst. Ich habe mal Benny gestern gesagt, ja, ich höre bloß beobachten. Man macht alles beides. Ja? Guck mal, wie abartig und asozial Männer mit langem Haar sind. Sie verachten alle Gesetze. Schau die beim Fahrradfahren an. Das bedeutet nicht, dass, hey, ehrlich gesagt, 70% wahrscheinlich Fahrradfahrer sind so. Aber die langhaarigen Männer, auf alle Fälle, die sind immer so zickig. Ja, aber warum? Ein Mann bocht, der Mann sich nicht. Hey, ein Grund, der Natur sagt dir das. Du spielst Football und du hast langes Haar. Du bist dumm. Weißt du, was nicht verboten ist? Die Haare zu ziehen und die runter zu. Ja? Zieh an meine Haare. Ja? Weißt du? Menschenskinder. Was belernt das? Was sind Männer mit langen Haaren? Schau sie an, beobachte sie. Ja, Kind wie. Immer. Was sie nicht sein soll. Was soll man nicht sein? Schau mal, eigentlich in Vers 6, was soll man nicht sein? Ja, meint aber jemand streitsüchtig sein zu müssen. Ja. Ey, was sind Männer mit langen Haaren? Aber man merkt das. Und das stimmt oder nicht? Geh mal durch das Leben. Und ich werde mal das bloß nur sagen, ja? Ich kenne einen, der nicht so ist. Ausnahmen bestätigen die Regel. Ja? Aber das sind die. Und wirklich, wo der langes Haar reinkam, was waren die? Hey, genau wie in Amerika wie hier, 1968, die waren was? Hippies, Aufruhr gegen die Gesellschaft. Gegen die Leute, die für sie bezahlen. Brother Alan Jones sagt das so gut. Das ist so ein Mann, der so sächsisch, hat langes weißes Haar. Was sind die erwachsen? Ja? Was ist los? Seid erwachsen. Ja? So. Für sind die nicht, sondern streitsüchtig. Gehen wir zur Frau. Matthew Henry sagte damals, Paulus verteidigt die Autorität des Mannes über die Frau. Christus ist das Haupt des ganzen Menschengeschlechts. Wo er dieses hohe Amt innehat, steht eine Autorität über ihn, Gott als sein Haupt. Wie Gott das Haupt Christi und Christus das Haupt des Mannes ganzen Menschengeschlechts ist, so ist der Mann das Haupt der Frau. Natürlich nicht in dem Sinne, wie Christus es über den Menschen ist, und Gott über den Menschen Jesus Christus, aber er hat den Vorrang und die Führung. Und die Frau sollte in Unterordnung sein, sich nicht des Platzes des Mannes bemächtigen. Die Frauen in der Gemeinde von Korinth, die göttliche Eingebungen hatten und selbst in ihren Versammlungen beteten und weissagten, schienen einer solchen Sache schuldig gewesen zu sein, Vers 5. Jede Frau, aber die betet oder weissagt mit unbedecktem Haupt, die schändet ihr Haupt, denn es ist ein und dasselbe, als wäre sie geschoren. Es ist in der Tat ein apostolisches Grundprinzip, dass die Frau in der Gemeinde schweigen soll. Denn manche an uneingeschränkt verstehen, es muss eine Frau auch mit einer göttlichen Eingebung schweigen, was sehr gut in Zusammenhang mit der Auslegung des Apostels übereinzustimmen scheint. 1. Korinther 14,34, 1. Timotheus 2,12. Das haben wir die schon angeguckt und wegen der Zeit machen wir nicht. Andere verstehen das mit einer Einschränkung. Eine Frau sollte zwar nicht von ihrer eigenen Fähigkeit her
den Anspruch erheben, zu lehren oder etwas in der Gemeinde in Fragen zu stellen oder darüber zu debattieren, doch wenn die Sache unter göttlicher Eingebung geschehen wurde, ändert sich die Lage und sie hatte die Freiheit zu reden. Oder obwohl sie sogar unter Eingebung nicht predigen sollte, weil das Lehren der Aufgabe einer Autorität ist, kann sie doch durch Eingebung beten oder Hymnen vortragen, selbst in der öffentlichen Versammlung. Durch solches Handeln der öffentlichen Anbetung zeigte sie keinerlei überlegenes Gebären über den Mann. Es ist klar zu erkennen, dass der Apostel an dieser Stelle nicht die Sache verbietet, sondern die Weise tadelt. Und das werden wir anschauen, in der sie getan wird. Und dort sieht es so aus, dass er in einem anderen Teil des Briefes die Sache an und für sich nicht erlaubt und den Frauen ein unumschränktes Verbot auferlegt. Diese Dinge widersprechen sich nicht. Es dient seinem gegenwärtigen Ziel, die Art und Weise zu tadeln, denn indem die Frauen in der Gemeinde beteten und weissagten, ohne dass er an dieser Stelle entscheidet, ob sie gut oder schlecht handelten, wenn sie beteten oder weissagten. Die Tugendhaftigkeit, und es sagt, er hängt zum Teil davon ab, wie sie getan wird. Wir müssen nicht nur darum besorgt sein, Gutes zu tun, sondern auch das Gute, das wir tun, auch gut zu tun. Also der Bruder Danny hat das damals richtig. Es ist ein Unterschied, ob man geht still an was macht oder man sagt, ich mag's aber. Wirklich. Nun, Vers 5, darf eine Frau beten oder weissagten? Ja, jede Frau, aber die betet oder weissagt mit unbedecktem Haupt, die schändet ihr Haupt. Das ist ein und dasselbe, als wäre sie geschoren. Nun, was ist, wenn ihr Haupt unbedeckt ist? Darf sie? Nein, steht da was? Nein. Was tut sie? Sie schändet ihr Haupt. Ja? Nun guck mal. Als ob sie geschoren wäre. Hat sie langes Haar? Ja. Ja. Ist das Haar hier gemeint? Nein. Als wäre sie geschoren. Ist sie geschoren? Hat sie das Sinead O'Connor-Look? Ich weiß nicht, ob sie immer noch so lookt. Kannst du den sehen? Sie hat einen Glatzkopf. Ja? Hat sie Haar? Als wäre sie geschoren? Natürlich ja. Hat sie Haar? Und ich muss mal ehrlich sagen, heutzutage wir gehen wieder zurück zu langes Haar. Hat jemand das nicht gemerkt? Ja, das ist gut. Aber weißt du, was dumm ist? Er hat das heute für Gabriel oder Michi über den, dann kannst du den Haarverlängerung kriegen. Hast du oder hat er? Du. Ja. Du weißt nicht, ob es echt ist. Weißt du, was die schlimmste Sache in der Welt ist? Was nicht echt ist. Egal was das ist. Es ist nicht echt. Es ist furchtbar. Vers 6. Was ist es, wenn sie nicht bedeckt sein will? Will eine Frau sich also nicht bedecken, so lasse sie sich auch das Haar abschneiden. Wenn es aber für eine Frau schändlich ist, dass sie abgeschnittenes Haar habe oder geschoren sei, so bedecke sie das Haupt. Ja, du musst mal wirklich, ja? Wer bestimmt unsere Kultur? Ja? Ja. Hollywood. Was wir sehen?
wie wir uns benehmen? Bestimmt Hollywood. Und ist es dort abgeschorenes Haar eine Schande? So, auch vor Gott. Machen wir das jetzt ist hier kostenlos. Ich habe das vor dem Gottesdienst gelesen. Micha Kapitel 2. Sage ich 2, das kann sein, es ist hier. 1, 16. Wir haben mal ein eigentliches Gericht. Lass die Haare abscheren, gehe kahl um deine zarten Kinder willen. Mache dich ganz kahl wie ein Adler, denn sie sind von dir gefangen weggeführt. Das ist eigentlich, wenn eine Schande geschieht. So ist mal was werden. Geschoren. Abgeschnittenes Haar haben. Nun, was sollen Sie mit Ihrem Haar tun, der 6b? Wenn sie sich nicht bedecken will, sie soll ihre Haare abschneiden. Und was ist schändlich? Ja? Abgeschnittenes oder geschoren? Eigentlich alles beides, oder? Ja? Okay. So, ist Haar hier gemeint? Der Mann aber soll das Haupt nicht bedecken, Vers 7, weil Gottes Bild und Ehre ist die Frau. Aber ist des Mannes Ehre? Nun, ist Haar gemeint? Nein. Es ist eine Kopfbedeckung. Schauen wir Vers Nummer 10. Darum soll die Frau eine Macht auf dem Haupt haben um der Engel willen. Was ist die Kopfbedeckung? Ist das ein äußerliches Zeichen, dass das eine Macht über mir? Wer ist die Macht? Ja? Ihr Mann. Nun, wenn Ihr Mann sagt, nee, das nicht singen. Nein, jetzt nicht. Ich habe mal wirklich was zu sagen. Jetzt nicht. Darf sie? Nein. Eine Macht auf ihr. Nun, wessen Ehre ist der Frau? Nun, bei dem Mann ist es was? Er ist in wessen Bild geschaffen worden? Gottes. Das ist Gottes Ehre. Aber die Frau, Vers 7? Der Mann. Der Mann, aber soll das Haupt nicht bedecken? Weil er Gottes Bild und Ehre ist. Warum soll er sein Haupt nicht bedecken? Die Frau aber ist was? Des Mannes Ehre. Ja? Wir sind wirklich ein fremden Lehrgut, oder? Sprüche 12, Vers Nummer 4. Ich weiß nicht, ob es gibt manchmal, wie wäre es, wenn du deine Bibel wie dein iPhone benutzt. Ich weiß wirklich nicht, was hier los ist. Ich habe dem Mann gesagt, das wird ein Problem sein. Ja. Meine fällt auseinander. Aber leider, weil ich habe mal so eine englische Bibel, die sehr teuer ist. Und das macht das auch als eine dicke Zeit. Eine tugendsame Frau ist eine Krone ihres Mannes. Aber eine, die Schande bringt, ist wie Eiter in seinem Gebein. So, was ist eine tugendsame Frau? Krone ihres Mannes.
seine Krone der was? Was haben wir in 1. Korinther? Ja. Ja. Und Sprüche 31 sagt davon. Nicht musste man nicht. Er hat gesagt, wer möchte, dass ich über Eier in seinen Gebeinen spreche? Das klingt einfach schlimm. Ja. Das klingt furchtbar. Nun hier ist jetzt die Frage, Vers Nummer 9. Der Mann ist auch nicht geschaffen, um eine Frau willen, 1. Korinther 11 wieder, sondern die Frau um des Mannes willen. Warum ist die Frau geschaffen worden? Um des Mannes willen. Ja? Frauen, warum seid ihr geschaffen worden? Um des Mannes willen. Ja. Steht das schwarz auf weiß oder weiß auf schwarz? Ganz klar. Nun schauen wir. 1. Mose. Hier ist was ganz Interessantes. Ja? Kapitel 2, Vers 18. Und der Herr Gott sprach, es ist nicht gut. Das ist das erste nicht gut in der Schöpfung. Kapitel 3 wird das ganz schlecht sein. Alles andere war gut in der Schöpfung, oder? Und hier ist jetzt etwas, das nicht gut ist. Oh, Menschenskinder. Oh, wir lesen nicht mehr, weil wir wollen nicht auf die Negative gucken, oder? Denn das hier ist sehr positiv. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Nun, es ist höchstwahrscheinlich eine Gehilfin, die um ihn sei, okay? Sie ist eine Gehilfin. Frauen, was geht's ganz um die Männer? Zu Hause. Wo sind die? Wo sind seine Socken? Hm? Ja, wo er sie aussieht. Wo kann er sie ausziehen? Überall. Ich weiß nicht, ob das geartet ist, aber irgendwie Unterwäsche und Hosen sind alle gleich ausgezogen. Zusammen. Ja? Brother Charlie Andrews hat gesagt, hey, hör mal auf mit den Jammern, du musst mal die Socken aufräumen. Er kommt nach Hause, oder? Ja. Du weißt, wo er ist, oder? Er ist nicht besoffen oder irgendwo in einer Grube zusammengeschlagen, wie er war vor seiner Bekehrung. Und seine Frau musste ihm auflesen. Hör mal auf. Das ist nur so eine halbe Witz, okay? Aber hier ist das Interessante, okay? Sei Adam, okay? Da bist du Adam. Und Vers 20. Und Adam gab einem jeglichen Vieh und Vogel unter dem Himmel und dem Tier auf dem Felde seinen Namen. Okay? So, hier ist Adam, ich bin der Adam. Und Adler, Adlerin. Elefant, Elefantin. Rehbock, Rehkuh. Schwein. Ja, Sau. Also, und die ganzen Viecher kommen in Paaren. Was sieht er? Er sieht sein Bedürfnis. Fällt was nicht hier?
alle, was mit sich eine Frau. Wer hat die Namen erfunden? Adam. Jedes Vieh hat eine Frau. Und ich nicht. Was ist los? Gott hat nicht gesagt, aber du hast mich. Oder? Nee, hier ist was er sagte. Vers 20. Hast du gemerkt, ich habe nicht alles gelesen. Aber für Adam wurde keine ihm entsprechende Gehilfen gefunden. Nicht nur eine Gehilfen, sondern ihm entsprechende Gehilfen. Warum ist die Frau geschaffen worden? Um Gehilfen zu sein. Entsprechende Gehilfen für ihn. Gehen wir wieder in 1. Korinther, Kapitel 11, Vers Nummer 13. Was ihr nicht gemerkt habt, es gibt eigentlich mehr über die Frau als über den Mann, weil das Problem war mit den Frauen. Deswegen gibt es mehr darüber. Richtig bei euch selbst. Ziemt es sich, dass eine Frau unbedeckt zu Gott betet? Richtig bei euch selbst. Sie braucht eine Macht. Und die Kopfbedeckung als Zeichen der Macht. Nun, was ist eine Ehre für die Frau? Vers Nummer 15. Ja, genau. Für die Frau aber eine Ehre, wenn sie langes was hat, Haar hat. Denn sein Haar ist ihr zur Decke gegeben. Da haben wir die natürliche Decke. Weil hat sie, wo er sagte, er musste machen, ich meine, alles klar, bin ich bedeckt? Bin ich bedeckt? Ja. Ja? So. Langes Haar ist immer noch eine Ehre für die Frau. Wie ich sagte, das ist nur das, weißt du, ich streite mit mir selber. Ich musste mal wahrscheinlich das auswendig lernen, meint aber jemand streitsüchtig sein zu müssen. Ja, wir haben keine solche Gewohnheit. Ich darf nicht mit mir selbst streiten. Also du denkst, weißt du, die Frauen, hey, die haben jetzt längeres Haar, die haben langes Haar, das ist schöner, und dann manchmal denke ich dabei, ja, aber wie viel ist echt? Ja, aber das ist furchtbar. Ich sage, Unechtheit ist furchtbar. Und es ist eine Ehre. Ja? Nun, Streitsüchtigkeit. Weißt du, der Natur zeigt uns, dass immer noch langes Haar ist immer noch richtig. Nun, erstens, meint aber jemand streitsüchtig sein zu müssen, der wisse, dass wir solche Gewohnheit nicht haben, die Gemeinde Gottes auch nicht. Streitsucht ist kein Thema. Wir haben das heute früh. Ich muss mal ehrlich sagen, die kamen wirklich in eine fremde Gemeinde gebracht, in eine fremde Lehre. Es ist gut, wir haben den rausgekriegt, wer hat das Sagen für die Gemeinde? Die Apostel. Nun, wer hat das Sagen? Ja. Wo finden wir, was die Apostel sagen? Das Wort Gottes hat das Sagen. Ja? Er hat das Sagen. Ja? Nun, ich kann mich noch erinnern, ja? Ich ging mit meiner Oma in die katholische Kirche. Und sie hat ihre Haarnetz vergessen. Also, nun, es steht nicht geschrieben, was die Kopfbedeckung ist. Und ich werde darauf kommen. No? Okay? Was das genau ist? Und sie soll mal ein Haarnetz. Weißt du, was sie tatsächlich getan hat?
Sie hat wirklich ein Taschentuch. Und ging in die katholische Kirche so. Ja? Haben die das auch bei euch gemacht? Die Tanten oder so? Die Älteren? Ja, ja. Ne? Weißt du, sie hat wirklich, weil die ging irgendwo, ich denke, das war die Osterwoche, weil wir sind fast immer in Ostern da. Und, weißt du, katholische Kirche kannst du irgendwo gehen, das ist egal, es ist alles gleich. Und so, die hat gesagt, oh, muss ich auch sowas machen? Nee, du bist ein Mann. So. Okay. So. Weißt du, was geschehen ist, als ich mich bekehrt habe? War ein Zeichen der Bekehrung. Gleich wie alle 5 Kinder, als sie auf die Welt kamen. Weißt du, was sie gemacht haben? Man musste die das auch nicht beibringen. Milch gezogen. Wo sieht man Milch? Laut oder Milch des Wortes Gottes, 1. Petrus. Was tat ich, nachdem ich mich bekehrt habe? Fing ich an, die Bibel zu lesen. Las ich 1. Korinther 11. Dachte ich an meine Oma. Warum macht man das nicht in Faith Baptist Church, wo ich mich bekehrt habe? Warum haben die keine Kopfbedeckung, die Frauen? Fragte ich. Der hat mir gesagt, ja, wenn du so, dass wir solche Gewohnheiten nicht haben, die Gemeinde in Gott ist auch nicht deswegen. So, oh, okay. Ja, okay. Weißt du, was ich dachte? Die donnerten gegen Männer mit langen Haaren. So, ich denke, das ist auch ein Zusammenhang. Aber, ja. Vielleicht war ich besser, vielleicht war ich geistlicher, als ich dachte, oder geistlicher damals als heute. Oder geistlicher mit dem als mit mir. Ich habe nicht mit ihm gestritten. Okay. Lies es für mich. Ja. Weißt du? Sie waren gegen langes Haar an Mann. Weißt du? Dürfen Frauen beten? Das gibt es immer eine Sache, weißt du? Muss man nicht streitsüchtig darüber sein. Weißt du, was wirklich das größte Problem ist hier? Bei den Frauen? Das will ich nicht. Das will ich nicht. Streitsüchtig ist doch Sucht, oder? Ist das nicht dort drin? Sind tote Menschen streitsüchtig? Besonderweise, wenn die Frauen falls du das nie gesehen hast, ich kann mich noch erinnern, warst du dort der Abend, wo Brother Lou über Frauen Hosen tragen und die Bilder gezeigt? Eine PowerPoint-Presentation? Das war ziemlich interessant, er hat es mir ganz schnell gezeigt auf dem Computer. Nun, hier ist eine interessante Sache. Ja? In die alten Kirchen, und wenn du gehst nach weiter Osten, desto mehr sind die an die alten Gebräuche. Sitzen Männer und Frauen zusammen in Gemeinde? Nein, die sind getrennt. Waren die auch hier? In der Synagoge waren die getrennt. Es ist eigentlich, kommt daher. Sagen wir nicht, dass wir das machen wollen, so sagen wir das. Habt ihr gemerkt bei Alan York, wie sie waren in der Gemeinde? Genau. Wie waren die früher bei uns?
Warum waren die getrennt in allen Jahren? Ziemlich nah nacheinander. Ja, nee, aber wie waren die Gemeinden damals? Waren die getrennt oder nein? Natürlich, die waren getrennt, weil die haben mal das weitergegeben. Dann habt ihr gemerkt, was die Frauen anhatten in der Gemeinde? Und? Hey, bis in den 50er Jahren war Brother Louis Bilder. Er hat noch wirklich, weißt du, die Röcke waren, Teile waren bis hier. Ich denke, in den 50er gingen die bis hier bei Gemeindesachen. Die hatten immer Hut auf. Auch in Amerika. Was machen die in England? Was machen die in England hier? Du? Hast du mal hier bei, wie heißt der in Irland hier? Nicht Paisley, der andere hier? Ja? Weißt du, du denkst, du bist beim Wimbledon mit den Huten, ne? Oh, so. Ja? Und kein Kommentator vor Hollywood für Sound sagte, dass das keine Bedeckung ist. Hey. Alan Redpath, Matthew Henry, Matthew Poole, Charles Hodge, alle Bücher, John Gill, die man hat über 1. Korinther, sagt, dass das Haar ist und nicht eine Kopfbedeckung. Nur seit Hollywood sagen wir das. Nun, meine Frage ist, ich muss mal ehrlich sagen, eine Frau, weißt du, sie kann eine Kopfbedeckung anhaben und genauso streitsüchtig sein als ohne. Ja? Weißt du, kannst mal nur einfach sagen, sag mal, wo der Mann sagt zu der Frau, hey, tu das nicht, und dann siehst du mal deren Reaktion, du weißt ganz genau, was los ist. Und zweitens, oh, er das sagt. Ja? Ja, ich war einmal bei dem Messer in den Rücken Gesellschaft. Ja, das war bei Frau Giraudet. Elternabend. Und die probierten. Die haben nicht genug Zeit, dass sie die Hausaufgabe machen können, dass sie es aufschreiben können. Frau Giraudet probiert das zu erzählen. Was das Problem war. Und die ganzen Eltern und die meisten waren Frauen. Während die Lehrerin, die Autorität war, wir leben, kommt doch, Anti-Autorität-Gesellschaft und die sind offen darüber. Die hassen Autorität, deswegen hassen die Donald Trump. Und sagen, hey, so ist das. Das hassen die. Ja? Hassen die. Kann man mir vorstellen, wie manchmal die Leute sind hinter den Kulissen. Weißt du, wir müssen einen Konsens, wir müssen mal reden, wir müssen dies und jenes. Und dann wie die Politiker sind. Ich sage dir, wenn du das nicht machst, du kriegst mal was nicht. Und in der ganzen Zeit, während sie probierte zu erzählen, was die Tatsache ist, weil Frau Giraudet war da. Mit ihren kleinen Engeln. Meinen und Steffens Engel. Unsere Engel waren auch dabei. Was haben die getan? Die haben gequatscht. Ich drehte mich um und sagte sehr laut, wissen Sie, was das Problem ist? Eure Kinder machen genau wie euch. Ihr lässt die Lehrerin nicht reden, ihr quatscht alles dabei, habt keine Ahnung, was los ist, und so sind eure Kinder. Und saß ich wieder unten. What's your days? Und oh. Spitz! In meinen Hintern.
Ja, das ist das Problem. Ne, mag das nicht, man mag immer Sachen. Hier ist nur eine Frage der... Seid ihr bereit? Vernunft. Wenn das Haar die Bedeckung von der Frau ist, dürfen Männer Haare haben? Dürfen die? Ne, eigentlich nicht, oder? Wenn das Haar die Bedeckung ist, was sollen wir? Weißt du, ehrlich gesagt, ich werde mal, muss man sagen, hey, Richard und Söhne, wir machen uns eine neue Geschäftsstelle auf. Weißt du, was wir verkaufen? Rasierapparat. Weil die ganzen Männer müssen ihre Haare rasieren und dann dabei werde ich noch ein bisschen hier, ich weiß wirklich nicht, weißt du, das nennt man Butchwax, das sind, wo die Leute haben mal so Igelhaarschnitten, damit es hoch steht, und dann ist Butchwax. Ich weiß wirklich nicht, ob das so gehen wird, aber wir werden mal irgendwie so auch ein Poliermittel und Tücher verkaufen. War reich, oder? Ja, ein Markt. Ja, das wäre mal ein gutes Geschäft. Komm doch. Glauben irgendjemand daran? Hey, ich habe mal 2 Aussagen gehört und ich lachte darüber. Ich fand das interessant. Ich fragte bei der Alan Jones einmal, or Mrs. Jones, ich sagte mal so, hey, sister, we know each other a long time. He said, you got that hat on because, you like hats, because of 1 Corinthians 11. She said, 1 Corinthians 11. So, okay. Thank you. Brother Jones sagte, die Männer sind auf die gegangen. Und gehen mal auf eine Frau mit einem stillen, sanftmütigen Geist. Sie wird nichts machen. Sag mal was zu deiner eigenen Frau. Eine Kopfbedeckung mag keine Frau geistlich. Aber dagegen streiten auf alle Fälle nicht. Und ehrlich gesagt, wirklich, wenn die Streit nicht die Gewohnheit ist, John Gill geht ziemlich gut darüber. Er ist nicht wirklich sozusagen die Autorität des Wortes Gottes. Warum hat Paulus 13 Versen verschwunden? Wenn es egal ist. Ja? So, ich wollte mal, egal wie viel Zeit, wir sind abhängig voneinander. Hier haben wir die Überheblichkeit des Mannes. Hey, ich bin der Chef, du hast zu sagen, was ich zu sagen habe. Verstehst du das nicht? Ich muss mal aufpassen, was das Herz voll ist, das geht um über. Und manchmal, weißt du denkst an einen bestimmten Teil des Körpers dabei. Und das sollst du nicht sagen, was solche Menschen sind. Aber wir haben die Überheblichkeit des Mannes gegenüber der emanzipierten Frau. Aber ich muss mal echt sagen, in unseren Zeiten, was ist vorhanden? Die Überheblichkeit des Mannes oder der emanzipierten Frau? Das zweite ist ja natürlich. Ja? Ist das nur sprichwörtlich oder bildlich? Aber doch tatsächlich die Frauen tragen die Hosen. Und kommen die in der Gemeinde mit Hosen an. Besonderweise die nicht so erzogen wurden. Weißt du was? Darfst du nicht sagen. Hey? Ich sag dir ganz klar, ganz deutlich, ich habe mal eine Straße mehrmals gepredigt. Das ist leichter für 100 Frauen zu predigen.
Ich habe auch meine Schwesterstunde gepreist. Ja. Vers Nummer 11, schau mal. Doch ist weder der Mann ohne die Frau, noch die Frau ohne den Mann in dem Herrn. Hey, wir brauchen einander. Und wir brauchen einander sogar wo? Ja, aber was steht da? Es steht was ganz klar da. In dem Herrn. Wir brauchen einander. Wirklich. 1. Mose 2, 22. Gott, der Herr, baute eine Frau aus der Rippe, die er vom Menschen nahm und brachte sie zu ihm. So, die Frau kommt von wem? Mann. Mann. Ja, von Mann, ja. Der Mann kam von Gott. 1. Mose 4,1. Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie wurde schwanger und gebar den Kain und sprach, ich habe einen Mann gewonnen mit dem Herrn. So, uns alle, die wir hier sind, von wem sind wir gekommen? Von einer Frau. Alle von uns. Wir sind von einer Frau gekommen, so wir brauchen einander. Vers 12 sei in 1. Ding. Denn wie die Frau von dem Mann, so kommt auch der Mann durch die Frau, aber alles von Gott. Wer hat alles bestimmt? Gott. Und das ist das Problem. Wer hat alles bestimmt in der Schöpfung? Nun, ich habe mal das gesagt letzte Woche. Schau mal in Jona. Schaust du mal, wie der Herr Jesus beschreibt die Erde. Alles geht über die Schöpfung. Und woher kommst du laut die Welt? Ja, aus dem Nichts, aus dem irgendeiner Affe. Und benimmt sich so. Und dann, wenn du machst, bist du ein Rassist. Aber wir kommen alle von Affen. Du bist ein Rassist, ich habe der andere Affe gemeint. Da waren lauter Affen auf dem Spielfeld. Nicht bloß einen. Hey, in der Schöpfung, in den Garten, in der Familie, in der Gesellschaft, in der Gemeinde. Wer hat alles bestimmt? Wer ist die Autorität? Wir brauchen einander. Und wer was zu tun hat? Wer hat es bestimmt? Gott. Er ist die Autorität. Er hat das Sagen. Und Gott hat eindeutige Autorität. Dagegen streitsüchtig zu sein, ist teuflisch. Und das macht die Leute. Eine Frau sagte mir einmal, Jesus Christus ist meine Ehre, nicht mein Haar. Was sagt 1. Korinther 11? Die andere, kein Mann sagt mir, ob ich ein Zeugnis geben kann oder nicht in der Gemeinde. Kann der Pastor sagen, ob sie ein Zeugnis gibt oder nicht? Kann ihr Mann das sagen? Genau. Ja? Genau. Das war Mutter-Tochter. Jetzt ist es gebrochen. Sag nur, was sie mir gesagt hat. Ne? Die nächste guckt auf die Frau, die eine Frage antwortet, komisch. Aber bei jeder Diskussion antwortet für ihren Mann. Und wie wir hier das zulassen, ist jemand hier, kannst du mal mit der Bibel zitieren, habe ich gar kein Problem dabei. Und das ist nicht richtig. Aber antwortet in jeder Diskussion für ihren Mann. Kinder sagen ihren Eltern, was sie tun sollen. Gegen alle Regeln zu streiten, zu stoßen, das ist gottlos. Der Mann ist nicht da als Tyrann oder Diktator, sondern unter der Herrschaft Christi hält seine Frau. Als Vorsteher regiert er in der Gemeinde.
Die Frau seine Gehilfen unter der Autorität, die Gott über sie gegeben hat. Und alles wird für die Ehre Gottes. Amen. Halleluja. Weil wir einander brauchen, weil wir einander benötigen. Wir sind nicht gegeneinander, sondern abhängig voneinander, was? Unter dem Haupt Jesus Christus. Dann gibt es nur 3 Worte, eine Frage. Wir sind nicht gegeneinander, sondern abhängig voneinander unter dem Haupt Jesus Christus. Wo bist du? Bist du unter Jesus Christus? Oder bist du streitsüchtig? Wo bist du heute? 502 Siegesklänge. 502.